Hi Leute, willkommen zu Dragen mir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und ab und zu schon mal andere Sachen. Wie dem einen oder anderen vielleicht jetzt schon am Anfang ins Auge gefallen ist. Ich habe heute ein Geschenk gekriegt. Guckt mal da hinten. Das ist für die 1000 Abonnenten, da es ja keinen Play-Button für 1000 Abonnenten von YouTube gibt, hat sich ein Abonnent von mir, den ich noch gar nicht mal so lange kenne, den habe ich irgendwie über Facebook kennengelernt, in der Labbastelgruppe. Der hat mir das Ding gebastelt und zugeschickt. Das ist dann heute angekommen. Ich habe mich riesig drüber gefreut und hatte auch noch einen total tollen Brief dabei gehabt. Den musste ich als erstes lesen und dann durfte ich erst das Paket dann quasi auspacken. Also ich hatte Tränen in den Augen. Ich habe bei meiner Mutter aufgemacht. Die hat das auch richtig toll gefunden. Den Namen soll ich nicht sagen, aber wie gesagt, ist ein Abonnent von mir. Ist auch ein richtig toller Text. Ich werde den mal vorlesen. Ich sage ja, also, lieber Dirk, auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch zu den 1000 Abos. Da es offiziell dafür von YouTube keinen Play-Button gibt und ich dir gerne eine kleine Freude mache, zum Erreichen dieses doch für dich sehr wichtigen Meilensteins machen wollte, habe ich dir diesen Play-Button selbst gemacht. Ich sage ja, richtig geil das Ding. Er soll dich vor allem in den Momenten, wo du zweifelst, daran erinnern, dass du zwar erst eine kleine Community hast, diese aber voll hinter dir steht und dein Content und dir und deinem Content steht. Ach, ich bin wieder mit dem Lesen, ich weiß es nicht. Auch ich möchte mich nochmal persönlich bei dir bedanken. Dank deiner Videos habe ich letztes Jahr, als ich mit dem Lab wieder angefangen habe, trotzdem, dass ich es eigentlich gar nicht mehr machen wollte, wieder mit dem Waffenbau angefangen. Du bist schuld. Mit der Schuld kann ich sehr gut leben. Ich hoffe, dass ich bei einigen anderen auch schuld bin, dass sie anfangen, selber Waffen zu bauen. Ne? Dafür ebenso wie die guten Gespräche und den kreativen Austausch mit dir bin ich sehr dankbar. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Kleinigkeit eine kleine Freude machen kann und du es auch als Anerkennung für die viele Arbeit siehst, die du dir mit deinen Videos machst, um andere zu motivieren, sich zu trauen und selbst ihre Ideen in einem der tollsten Hobbys umzusetzen. Hoffe, dass es bald mit dem Treffen und Kaffee trinken klappt. Ja, das hoffe ich auch, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Schreiben tun wir ja relativ oft, seitdem wir uns kennengelernt haben, tauschen uns da aus. Ich hoffe, dass man sich dann auch mal real trifft. Auf jeden Fall habe ich mich riesig drüber gefreut. Wie ihr seht, das Teil kriegt dann einen Ehrenplatz hinter mir. Das bleibt da auch stehen. Na? Also, wie gesagt, ich muss das mal loswerden, Leute. So was, ich hatte Tränen in den Augen, wirklich. Ich habe mich richtig gefreut. Ist echt selten, dass ich was geschenkt kriege. So, dann wollen wir mal zu dem eigentlichen Thema des Videos kommen. Also ich werde schon wieder total sentimental, Leute. Ich habe die Tränen schon wieder in den Augen stehen. Ich mache mal kurz einen Break. So Leute, ich habe mich wieder gefangen. Ich sage ja, bei so Sachen werde ich leider immer ein bisschen sentimental. Ich habe es halt selten, dass mir einer was schenkt. Eigentlich nur noch meine Mutter. Aber naja. Dann fangen wir mal mit dem Thema an. Und zwar wollten wir ja weitermachen mit der Schwertrestaurierung. Wie gesagt, ihr habt ja im ersten Teil schon gesehen, da ist nicht mehr allzu viel von zu gebrauchen. Aber ich will euch noch ja so das ein oder andere mal gucken, dass man euch dann noch was zeigen kann. Da werde ich jetzt an dem Teil mal schauen, was ich jetzt wirklich noch gebrauchen kann. Wie gesagt, allzu viel wird es nicht sein. Wir gucken jetzt mal, dass wir alles runterschneiden, was wir nicht gebrauchen können. Ich werde mal hier das Teil, das lasse ich mal dran. Das untere, dann können wir nämlich oben dann schon mal was dran setzen. Und ja, und die anderen Stellen, naja, ich denke mal bis auf den Knauf. Der sieht noch okay, auch von der Verklebung aus, werde ich wohl den Rest bis auf den Kernschaft runterschneiden müssen. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Aber wenigstens kann ich euch dann noch so ein paar Sachen zeigen. Ne? Oder wenigstens erklären, wie ich dann machen würde. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema um eine etwas sentimentalere Seite, die ich heute mal gezeigt habe, gefällt dem einen oder anderen vielleicht auch nicht. Aber wie gesagt, ich musste es machen. Ich habe mich so riesig drüber gefreut. Also, wie gesagt, bleibt dran. Jetzt geht es mit dem Video los. Wir sehen uns. Den Schleifstein werden wir einige Male brauchen, weil bei dem Abziehen hier immer die Sachen relativ schnell stumpf werden.
Jetzt schneiden wir erstmal so grob die 10er Matte runter. Und dann müssen wir noch gucken, wie wir das Ganze dann machen. Wie gesagt, das meiste können wir leider ja nicht mehr gebrauchen. Das ist zwar schade, aber naja gut. Komplett rumstückeln will ich dann auch nicht, weil ich ein bisschen Angst habe, dass sich dann der Rest des Klebers vielleicht auch noch löst. Aber ein paar Teile können wir ja zum Glück noch gebrauchen. So wie hier das Stück. Obwohl das auch schon gelitten hat. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das machen wir auch runter. Ich muss auch gucken. Ist schon schade, aber wie gesagt, normalerweise die Arbeit, ich sag jetzt mal, wir machen komplett runter. Wir lassen nur den Knauf. Normalerweise tue ich mir so eine Arbeit eigentlich dann ja nicht an. Wenn so viel kaputt ist eigentlich komplett neu bauen. Das Beste, was man machen kann. Gut, ein paar Sachen waren ja noch okay, aber wie gesagt, den Knauf, den lassen wir dran. Aber der Rest, ich glaube, da mache ich alles runter. Sicher ist sicher, weil, wie gesagt, man kann ja sein, dass jetzt hier auch noch der Rest dann wieder löst. Das bringt dann auch nicht so wirklich viel. Also macht man am besten alles runter bis auf den Knauf. Und natürlich aufpassen, wenn ich hier die Cutterklinge durchziehe, dass ich nicht noch in den Knauf reinschneide. Also da müsste dann ein bisschen gefühlvoller sein. So. Ich werde jetzt erstmal so grob runter alles schneiden. So. Immer aufpassen, wenn er so was runter macht. Habt ihr schnell auch schon mal so ein bisschen von den Kernsterben, dass das sich ein bisschen unterschält. Dann habt ihr schon mal hier von den Fasern. Ja, also bei den Sachen kann es immer schnell passieren, dass da eine Faser euch in den Finger irgendwie reinhaut. Das ist immer sehr unangenehm, also immer schön aufpassen. Am besten, weil ich natürlich als Beispiel wieder nicht gut bin, am besten tragt ihr da Handschuhe. Ihr seht, das geht eigentlich relativ gut, nur wie gesagt, also meistens ist es mit der Arbeit, es kommt halt immer drauf an. In dem Fall mache ich jetzt mal, weil ich da ein paar Sachen erklären will, wie man dann machen kann. Und ich auch noch für ein anderes Video quasi das Schwert hier brauche. Mal wieder für Tipps und Tricks, aber dazu weiß ich noch nicht, ob ich das Video hier zuerst rausbringe oder das mit dem Tipp. Und guckt immer, dass da die Klinge relativ flach drüber geht. Dann schneidet er nämlich mit der Klinge auch nicht in den Kernstab so großartig rein. Ja. Das ist auch schon mal dann viel wert. Ihr seht, hier das habe ich mit Pateks eingeklebt. Na? Je nachdem, wie gesagt, ich mache das ja auch oft mit Heißkleber, aber mit Pateks kann man es halt auch gut ankleben. Muss man nur dann halt beide Sachen einkleben. So, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen nachschleifen. Also immer dran denken, wenn er sowas macht. Das Cuttermesser wird dann immer relativ schnell stumpf. Ihr seht, hier, das sind so Fasern. Wenn er dann so eine kleinere Faser in den Finger reinkriegt oder sowas und dann irgendwo drauf drückt, das ist schon sehr unangenehm, sage ich jetzt mal. So, jetzt werden wir noch weiter hier, so das Gröbste erstmal runter.
Und den Rest will ich dann später noch ein bisschen schleifen. Wie ihr seht, wenn er das mit Eiskleber klebt, das untere Stück, das kriegt er eigentlich relativ gut dann runter. Und dann hier das mit dem Pattex, das habe ich wieder runtergeworfen. Und mit dem Pattex, das geht dann schon ein bisschen schwerer. Das ist dann etwas deutlich mehr Arbeit, wie ihr hier seht. Also zum Unterschied. Hier Heißkleber, da Pattex. Da müsst ihr dann noch ein bisschen nachher danach schleifen. Naja, ein bisschen ist gut, wenn ihr vernünftig wieder haben wollt, dass es auch nachher hält. Schon ein bisschen mehr schleifen. Auf jeden Fall viel kratzen und schleifen später. Haben wir das Ding jetzt wieder sauber, dass man wieder verwenden kann. Wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt so das Optimale. Also ist schon ziemlich viel Arbeit, wenn er sowas macht. Lohnt sich nicht unbedingt immer, wenn man nur quasi den Kernstab noch benutzen kann. Im Endeffekt ist ja nur noch was vom Knauf übrig. So, man muss aufpassen. Ich habe nämlich hier noch den Lötkolben angemacht, wenn ich noch was gucken will. Wie gesagt, wir müssen jetzt mal gucken. Die Matte hier, die sieht doch halt aus wie so. So, naja, fangen wir auf jeden Fall erstmal an. Ich habe jetzt hier mal ein Stück gemacht. Und zwar, wie ihr seht, die Klinge ist recht breit geworden. Ich mache das jetzt auch nur so Pi mal Augenmaß. Weil irgendwie mich hier alles heute ärgern will. Gucken, hier unten ein paar hier. Also prinzipiell natürlich messen, aber ich mache jetzt bei dem Teil hier mal eine Ausnahme. Oben zur Spitze lasse ich mal ein bisschen Luft, weil ich will nämlich quasi den Mattenrohling hier dann gleich noch für ein anderes Video benutzen. Gar nicht so ganz mittig. Also, wichtig ist erstmal, dass der unten soweit mittig ist. Das ist überhaupt. Na, ich weiß, warum das nicht mittig ist, Leute. Kann ich euch sagen. Und zwar habe ich das Ding ein bisschen schief und krumm geschnitten. Also hier die Matte, weil ich damit noch ein bisschen was zeigen will. Allerdings jetzt nicht in dem Video. In dem tun wir das jetzt noch kleben. Ich will nämlich noch ein kurzes Video machen, wie man das Ganze dann gerade hinkriegt nachher. Der ein oder andere, der hat ja wahrscheinlich schon mal Probleme damit, die Klinge vernünftig gerade zu kriegen. Deshalb will ich dann noch extra ein Video zu machen. In der Hoffnung, dass das euch vielleicht auch ein bisschen weiterhilft. Aber dafür müssen wir das Ganze hier erstmal kleben und erstmal schneiden. Dafür gehen wir erstmal wieder hin, schneiden natürlich wieder den Kernstab, die Breite erstmal wieder aus, damit wir das Ganze dann einkleben können. Heute werden wir das Ganze auch wieder mal mit Pattex einkleben. Also den Pattex vom Kernstab runterzukriegen war eigentlich mit das Schwerste. So, hier müsst ihr dann, das könnt ihr dann wieder behalten, wie ihr schon der ein oder andere aus meinen Videos kennt. Hier kann man ja immer mal schöne Sachen draus machen. Entweder irgendwelche kernlosen Sachen, wie so Handgranaten oder so, jetzt die Stiele. Oder halt, wenn man hier so ein bisschen die Schrägen rein rausschneidet, kann man dann so schöne Sachen für die Knäufe oder sowas draus machen. So als Tipp nebenbei. So, dann brauchen wir jetzt, nehmen wir uns hier ein Stück Pappe. Ja, jetzt brauchen wir aber hier irgendwie noch, da ist ja noch irgendwo ein alter Pinsel rumliegen. Ja, hier. So, da gehen wir wieder hin. Ja, mit der Cutterklinge schneiden wir so ein bisschen den Pattex wieder runter. Dann kann man mit dem Pinsel nämlich noch ganz gut den
Pattex verteilen. Das ist jetzt mehr so ein Spachtel wie Pinsel, aber der Pinsel ist noch nicht tot, den können wir noch ein bisschen was benutzen, ja? Bis dann irgendwann nichts mehr dran ist. Aber er ist halt mehr wie einmal, da dann nur in Benutzung ist. So, müssen wir schauen. Den schwarzen Edding habe ich wahrscheinlich wieder irgendwo runtergeworfen. Kennt man bei mir ja. Irgendwie schmeiße ich ja noch alles auf der Erde. Aber das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Dann nehmen wir einfach die Kugelschreiber. Weil ich will jetzt nämlich noch gucken, wie weit ich den Pattex drauf machen muss. Dafür mache ich dann am Ende von der Matte eine Linie. Dann weiß ich, wie weit ich den Pattex hier auftragen muss. Also bis hier. Im Edding hätte man jetzt wahrscheinlich besser gesehen, aber den habe ich mal wieder irgendwo runtergeworfen. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier unter dem Tisch rumzukriechen. So, dann haben wir das Ganze jetzt erstmal beidseitig mit Pattex vollklatschen. Denkt dran, dass nicht so knauserig sein mit Pattex. Können wir ruhig ein bisschen dicker drauf machen. In dem Fall schadet das nicht. Und toll, jetzt habe ich wieder irgendwelche anderen Sachen hier dran kleben. Ja, das ist. Ich muss unbedingt mal wieder aufräumen, Leute. Also die letzten Videos habe ich hier irgendwie gefühlt ja nichts aufgeräumt. Also wird langsam mal wieder Zeit. Ich mal wieder den Keller wieder ein bisschen aufräumen. Dass das ein bisschen ordentlich wieder aussieht. Ja, das ist immer zwischen den Projekten und eigentlich lohnt sich das fast nie. Ich dann wieder das nächste Video anfangen. Dann sieht das wieder genauso aus. Der ein oder andere kennt das ja, der selber baut. Irgendwie sieht das immer aus, als wenn die Bombe eingeschlagen hat. So. Bisschen noch. So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal was trocknen lassen. Der Kleber ist hoffentlich jetzt soweit trocken. Jetzt müssen wir mal schauen. Eigentlich ist das hier auf der Matte eigentlich relativ gut zu machen, wenn ich hier dann mal aufgeräumt hätte. Ne? So. Fangen wir am besten eine Ecke an, und zwar vorne an der Spitze. Und ist wieder hier im Keller, ist dann wieder so. Also für so weit ist es immer besser, wenn man viel Platz hat, Leute. So. Wie ihr seht, das geht dann, wenn man dann den Anfang mal hat, ne, geht das eigentlich recht gut. Gut antrocknen lassen, ne, und dann aufpassen beim Andrücken. Jetzt haben wir das hier schon mal. Jetzt müssen wir mal gucken, ne? Wir brauchen erstmal noch ein Stück Leder. Mal schauen, nehmen wir hier mal ein Stück. Cutter. Mal wieder zu stumpf, aber ist egal. Bisschen breiter das Stück. So. Das war halb. Für gleich groß. Oh, passt. So, jetzt mal gucken, wie sieht das hier aus. Oh, nicht ganz bis in die Spitze rein. Ist nämlich immer so, obwohl wir könnten, ja doch, wir machen bis in die Spitze rein. 3 Stunden am Kernstab, was dann Leder ist, dann reicht. So, das reicht. So,
So, die Linien, die mache ich dann immer, damit ich weiß, wie weit ich kleben muss. Damit er nicht so den halben Kernstab mit Leder vollkleistert. So. So, bei dem mache ich dann erstmal wieder nur auf die eine Seite den Pattex drauf. Dann ein bisschen dicker, damit das sich bei dem Leder in das Gefrissel reinzieht. Auch so ein bisschen, so immer so 5 bis 10 mm, ein bisschen mehr über die Linie. Dann kann man da immer noch so ein bisschen was verschieben. So. Hier. Auf der anderen Seite auch noch. Auch noch drauf. Wenn ein bisschen übersteht, ist jetzt auch nicht so schlimm, weil sowieso dann später noch was weggeschnitten wird. Also von daher alles gut. So, das Ganze müssen wir jetzt erstmal vernünftig trocknen lassen, bevor wir dann die 6er Matte draufkleben. Der Kleber an der Spitzenschutz und so weiter ist jetzt trocken. Dann werden wir jetzt mal die Klinge kleben. Oh, ich habe sogar den Schraubenzieher heute mal hier in der Nähe liegen, da auch die Dose aufmachen können. Kennt mich ja, meistens wollen ja irgendwie immer verbuddeln. So, mal wieder ein kleiner Tipp, aber den hatte ich ja eigentlich schon öfters gebracht. Wenn ihr Pinsel sparen wollt, lasst den Pinsel trocknen, nehmt eine Cutterklinge, schneidet ein bisschen den trockenen Pattex runter und dann können wir das dann noch mal ein paar Mal benutzen. Ja, um das Ganze dann da drauf zu verteilen. Das ist dann jetzt zwar so ein Spachtel die Pinsel, aber das ist egal. Die Pinsel, die sind so teuer geworden. Ich glaube, bei dem Tipp können wir dann auch ein bisschen Geld sparen. Also nur für die, die halt öfters ein bisschen was bauen. So. Aha. Ich muss wirklich immer sauber machen. So. Weil ich noch ein Tipp- und Tricks-Video mache, habe ich hier die Matte ein bisschen, naja, wie ihr seht, die in der Mitte ist deutlich breiter geworden. Die Klinge nachher wird noch schmaler wie die hier. Aber das ist ja nicht so unbedingt das Problem. Jetzt müssen wir mal gucken, ich das am besten aufklebe. Das ist nämlich, mal schauen. Ach, wir machen einfach die ganze Breite. Scheiß was drauf. So, fangen wir einfach mal hier an. Wir machen erstmal einen Streifen. Wie gesagt, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass halt bei dem Schwert ein bisschen mehr halten bleibt wie der Kernstab und der Knauf. Wobei ich noch nicht so ganz weiß, ob ich ihn nicht auch noch runter mache. Mal gucken. Ne? Ich hatte das eigentlich mir ein bisschen anders auch oft gehabt. Aber vielleicht kann ich euch noch so ein paar Sachen doch noch irgendwie zeigen. Mal gucken. Ich bin da ja recht flexibel, was das angeht. Vielleicht fällt mir da noch mal ein, wie ich euch dann doch noch so ein paar Tipps mit auf den Weg geben kann, wie ihr sowas dann machen könnt. Oder ich muss halt nochmal separat dann nochmal zu sowas, nochmal generell nochmal ein Video machen. Ich hätte ja gerne euch gezeigt, wie man so eine Spitze dann wieder austauscht, beziehungsweise dann eine neue dran macht. An dem hier kann ich das euch quasi nur theoretisch erklären. Praktisch wäre natürlich besser. Das ist immer so eine Sache, ne? Mit der Theorie und Praxis. So, prinzipiell kann ich ja an den Seiten ein bisschen was stehen lassen, aber wir machen jetzt einfach mal komplett auf der ganzen Breite. So, das Ganze haben wir jetzt soweit mal antrocknen lassen, noch nicht so ganz. Also normalerweise würde ich noch was länger antrocknen lassen, aber ich will das Ding gleich auch noch zwischen zwei Bretter tun, mit Schraubzwingen und dann vernünftig andrücken. Ich mache das jetzt hier nur so erstmal so über Daumen drauf. Ja. Wie gesagt, das Ganze gut antrocknen lassen.
und dann nachher dann richtig mit 2 Brettern eine Schraubzwinge und dann hält das schon gut. Bin mal gespannt, das Ding das sieht jetzt schon ein bisschen schief und krumm aus, aber das ist genau das, was ich eigentlich für das Video haben will. So, also jetzt nicht für das, sondern für das Tipp- und Tricks-Video. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, dasselbe machen wir jetzt von der anderen Seite dann auch. So Leute, wundert euch nicht. Die Klinge ist jetzt schon ein Teil gemacht. Und zwar hatte ich ja noch gesagt, dass ich mal ein paar kurze Tipps und Tricks Videos wieder zu machen. Einmal wie ich die Klinge halt gerade kriege. Und dann wie man die Spitze vernünftig hinkriegt. Ist noch nicht ganz fertig. Das nehme ich jetzt wieder für dieses Video. Sonst wird das alles ein bisschen wieder zu lang werden. Jetzt werde ich erstmal anfangen, die komplette Klinge noch zu schleifen. Und dann machen wir dann unten zum Griff und Knauf hin weiter. So, einiges an Schleifen später. Habe jetzt hier noch an der Spitze und alles weiter geschliffen. Jetzt sieht die Spitze auch schon deutlich besser aus. Ja? Nicht ganz spitz, ein bisschen abgerundet lasse ich sie. Weil zu spitz ist dann auch nicht so gut für Pinsel und so nachher. So, dann sind wir bis hier, sind wir schon mal. Ein paar Stellen muss ich vielleicht noch ein bisschen nachschleifen, aber im Großen und Ganzen sieht die Klinge schon ganz gerade aus. Wie gesagt, wenn ihr nicht ganz so gerade habt, dann müsst ihr noch mal ein paar Stellen ein bisschen nachschleifen. So 1, 2 Stellen sehe ich hier so auch schon so auf Anhieb, wo ich noch mal ein bisschen drüber gehen muss. Da habe ich nicht so gleichmäßig. Also als Hilfslinie nehmt am besten immer die Klebekante und guckt dann, dass dann auf der Länge die untere Klebekante, also die Zehnermatte quasi, dass das irgendwie auf der ganzen Länge gleichmäßig ist. Dann habt ihr das auch vernünftig von der Klinge her, dann sieht das auch ganz gut aus. Ich kann ja auch noch an einigen Stellen noch einiges wegschleifen. Sieht man hier übrigens auch an der Dicke. Hier ist es relativ dünn geworden. Das kann aber auch die eine Stelle sein, mit dem aus dem Video, wo ich das Knickding drin hatte. Also muss ich gucken, dass ich hier die Kante auch noch ein bisschen dünner kriege. Hier habe ich es noch relativ dick. Hier kann ich noch einiges wegnehmen. Also wie gesagt, da könnt ihr auch so euch ein bisschen dann orientieren hier in der Mitte, was noch steht. Macht sie nicht komplett weg. Ne, also dass es so richtig scharf ist. Also so ein bisschen was, lasst ein paar Millimeter stehen. Und am besten dann am Schluss dann noch so ein bisschen was abrunden. Das ist dann auch besser nachher für die Haltbarkeit der Sachen. Ne? Nur so als Tipp. So, dann sind wir jetzt soweit. Wir haben ja hier noch so ein kleines Stück. Hier sieht man die Linie noch. Das hat man ja bei der kaputten Version. Das hier noch ein Stück angesetzt war. Jetzt gehen wir mal hin. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich hier was habe. Habe Gott sei Dank mir schon so ein Stück Matte mit runtergebracht. Ich nehme jetzt einfach mal ein Cuttermesser. Ich gucke, jetzt zeige ich das hier so halbwegs. Das ist noch nicht mehr gerade. So richtig krumm. Also Augenmaß heute hier wieder. Naja, aber das ist nicht schlimm. Es geht nur darum, dass das in der Mitte dran ist. So. Das Ganze habe ich jetzt auch ein bisschen breiter gemacht, wie ihr seht. Ne? Also hängt schon ein bisschen über. Das ist jetzt auch ein bisschen viel. Machen wir mal auf so ungefähr. Ich mache es auf der anderen Seite. Ist auch einfach mal ein bisschen breiter weg. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ihr werdet nachher sehen, das klappt eigentlich ganz gut. Das könnt ihr quasi, wenn ihr eine neue Spitze dran macht, könnt ihr das quasi auch so machen. Setzt das dann quasi oben dran, weil ich jetzt hier unten dran setze, macht ein bisschen breiter und könnt das dann später anpassen. So, jetzt bin ich erstmal hingegangen. Machen wir mal hier 1, dann machen wir 2. Habe jetzt quasi mit dem Kugelschreiber die Breite des Kernstabs angezeichnet. Schneide das Stück jetzt hier raus. Könnt natürlich auch hingehen und direkt 2 so Stücke machen. Das liegt dann an euch, wie ihr das macht. Ich mache das jetzt so mal einfach so. So. Das Ganze ist natürlich noch deutlich zu lang, weil das soll ja nur bis hier gehen.
Hätte ich vielleicht auch vorher schon machen sollen, aber ist nicht schlimm. So. Jetzt habe ich da einfach mal eine Linie gemacht. 2 Teile lege ich mal nebeneinander. Kann sein, dass ich später noch ein bisschen was nachschneiden muss, aber das ist jetzt nicht so wild. Ein bisschen Anpassarbeit, dann hat man ja immer. Ja, kennt das ja bei mir. So. Dann nehmen wir uns mal wieder ein Stück Pappe. Oder einen alten gammeligen Pinsel. Der ist sogar schon, muss ich dann noch mal dran rumschnitzen. Ich hoffe nur, dass der Pattex noch in der Dose brauchbar ist. Ich muss mir nämlich bei Gelegenheit mal wieder eine neue Dose holen. So, auf jeden Fall riecht es noch, also könnte noch brauchbar sein. So, dann gehe ich jetzt erstmal hin. Immer dran denken, da da hier in der Mitte das Stück auch noch mit Pattex einklebt. Habe ich schon wieder umgekleckert. Dann den Kernstab. Ich mache das jetzt der Einfachheit halber mal wieder auf beiden Seiten direkt. So, wie gesagt, wenn wir direkt gucken, da da hier die Stelle hier quasi nicht vergesst. Ne? Das ist auch wichtig, wenn ihr das so kleben wollt. So, wenn ich das hier so auflege. Bei den Teilen das natürlich dann auch machen, auch wenn es ein bisschen übersteht, das ist nicht schlimm. So. Das ist Seite 1, das ist 2, bisschen breiter wie das andere, wie gesagt, ist nicht schlimm. So. Jetzt muss man das erstmal wieder ein bisschen antrocknen lassen, bevor wir dann dran machen können. Da brauchen wir dann später auch wieder das Brett, aber das machen wir dann erst später, weil wir machen das wieder ein bisschen großzügiger wie jetzt bei den regulären Dings. So, mal schauen. Das wird wahrscheinlich wieder. Ich habe ein bisschen dick drauf gemacht, auf jeden Fall hier auf dem Kernstab. Gucken wir schon mal, wie das aussieht. Mal aufpassen, wenn er so was dran macht. Immer an einer Seite anfangen, dann andrücken. Natürlich, wenn es geht, nicht in den anderen Kleber reinpacken, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. So. Prinzipiell bin ich auch wieder viel zu schnell. Also regulär, Leute, lasst das immer so ein paar Minuten, so 5 bis 10 Minuten. Wie gesagt, geht immer drauf. Wenn es dann nicht mehr richtig klebt, beziehungsweise nur noch so ein bisschen so einen klebrigen Eindruck macht, aber nicht mehr sich so wegziehen lässt, dann ist es eigentlich ganz gut. So. Hier habe ich, wie gesagt, mal wieder ein bisschen zu schnell gemacht. Kleckert habe ich auch jetzt wieder, obwohl bei der Matte das schon bald nichts mehr ausmacht. Die sieht sowieso wieder aus wie Sau. So, dann gucken wir mal weiter. Dann schauen wir uns das hier mal an. Die Matte hier auf der Seite sieht auf jeden Fall so halbwegs gerade aus. Gehe ich jetzt hin, lege das hier einfach dran, mache hier so eine leichte Linie. Am besten guckt er natürlich, dass das alles im Winkel ist, vernünftig. Zieht das Ganze jetzt hier mal ein bisschen durch. Dann legt er das quasi hier drauf und macht hier eine Linie. So. Und dann legt er nochmal drauf. Nimmt er die Linie mit der Kante und hier auch nochmal. Mal gucken, dass er dann das auch im rechten Winkel dann hier anlegt. Muss natürlich die Matte mindestens auf 2 Seiten gerade sein. Am besten natürlich auf allen. So, jetzt können wir noch was anderes brauchen. So, und schon habt ihr 2 Matten, die hier weitgehend drauf passen. Wenn ihr nicht ganz so genau gearbeitet habt, wie ihr seht, das ist hier ein bisschen länger geworden, ist aber alles nicht schlimm, weil das Ding ist ja deutlich breiter, wie wir es haben müssen.
Ne? Aber so kriegt ihr das dann ungefähr auf die Größe, die ihr haben wollt. Beziehungsweise auf der Seite ist es richtig. Die Matte war nicht ganz gerade. Daran liegt es. Aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, deshalb immer ein bisschen dann Großtür machen, wenn ihr sowas ansetzen wollt. Auch immer wieder dann gucken, dass er hier so an die Kante den Kleber dran macht. Das ist dann nachher wichtig, damit er dann noch vernünftig hält. So. Gehe ich auch wieder hin, mache auch wieder direkt beide Seiten. Ja, die Dose. Ja, für das hier müsste es noch reichen, aber dann ist, glaube ich, schon Ende. So. Ja, ich hätte ein bisschen länger in der Mitte ein bisschen länger antrocknen lassen sollen. Das war mal wieder ein bisschen viel zu früh. Ich merke das nämlich schon hier. Aber ist nicht schlimm. Das trocknet jetzt. Ja. Ja, wie gesagt, Leute, das ist immer in den Videos mal immer wieder viel zu schnell, damit er nicht der Ewigkeit dann auf das Kleben, dass das dann klebt, warten müsst und dann ist es wieder zu schnell gemacht. Ja, wie ihr seht, das ist schon ein bisschen sich, aber das ist nicht schlimm. Das trocknet ja jetzt, dann kann man das nachher nochmal fest dran drücken. Und dann klappt das schon. Also das ist immer ein bisschen knifflig für die Videos. Ich will euch ja nicht ewig lange hier mit Klebewartezeiten und so was nerven. So. Bei dem hier habe ich es jetzt extra noch nicht so ganz antrocknen lassen, damit ich das hier nämlich noch so ein bisschen schieben kann, die Matte, damit das hier nämlich bündiger ist. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Ja. Hier ist es auch noch nicht so ganz. Da kann man das nämlich noch so ein bisschen besser dran drücken. So ganz perfekt sieht es hier noch nicht aus. Aber was halt wichtig ist, dass es nah dran ist. Ein bisschen nacharbeiten, schleifen ist nicht so das Problem. Komischerweise die eine Seite hier ist es deutlich besser. Also, ja. Hier kann man so drüber gehen. Hier ist es nicht ganz so gut geworden. Warum auch immer. Aber das ist, wie gesagt, nicht schlimm. Dann kann man das noch ein bisschen drüber schleifen, dass das hier bündig ist. Und dann sieht man da auch nichts mehr. Wichtig ist nur, dass hier quasi keine Ritzen sind. Kann man zwar auch wegmachen. Da könnte ich euch auch noch ein paar Tricks verraten. Aber da müssen wir mal gucken. So. So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal trocknen lassen. Und zwar wollen wir das Ganze jetzt hier auf Maß noch bringen. Ich lege jetzt hier einfach das Brett so drauf, dass das bündig ist. Prinzipiell könnt ihr direkt schneiden oder macht halt einfach nur eine Linie. Das liegt dann an euch. So. Und schon habt ihr das Ganze genauso breit wie der Rest. So einfach geht das. Müsst ihr nachher natürlich jetzt hier noch, das ist noch, steht ein bisschen über. Ist jetzt aber auch nicht so das Problem. Ich gehe jetzt einfach mal hin, lege das Geodreieck hier mit so einer Linie hier, dass das vernünftig gerade ist. Nehme da ein bisschen mehr, wie das hier eigentlich ist. Was übersteht. So. Hier die Linie da. Brauchen wir die hier nur noch zu verbinden. Und schon wissen wir, was wir abschneiden. Dann haben wir das unten nämlich auch gerade. Ich mache jetzt erstmal hier von den beiden Seiten bis in die Mitte. Und dann verbinde ich die zwei Schnitte. So. Dann kann man das einmal hier komplett runterholen. Mal so ein bisschen. Die müssen wir noch wegschneiden. Aber lieber mal eine alte Cutterklinge, sonst sage ich die nämlich wieder
ganz schnell stumpf. Immer aufpassen, dass er da nicht noch wieder in die Matte wieder reinschneidet. So, an das Teil kommt nämlich dann das Parier dran. Noch so als kleiner Tipp: mit dem Parier wartet am besten so ziemlich bis zum Ende, weil dadurch, dass er dann immer viel drehen müsst, ist das immer ein bisschen blöd, dann bleibt er nämlich immer mit dem Ding hier irgendwo hängen. So, dann werden wir mal hingehen und machen jetzt schon mal den Griff dran. So habe ich nur, dass das ganze Stück so halbwegs gerade ist. In dem Fall legen wir das hier mal so auf. Und machen wir hier eine Linie. Und dann sollte das eigentlich von der Länge her hinhauen. Hoffen, dass das dann nicht irgendwie noch schief oder krumm ist. So, auf Seite. Das machen wir jetzt wieder zur Einfachheit halber, klebe ich das wieder mit Heißkleber drauf. Wie gesagt, könnt ihr natürlich auch alles mit Patix machen, aber das liegt dann an euch. Das lassen wir jetzt erstmal noch so ein bisschen. Irgendwo fällt mir schon wieder alles runter. Lassen wir noch ein bisschen abkühlen und dann werden wir mal schauen. Irgendwo hatten wir doch hier noch. Ich muss wirklich mal aufräumen, Leute. So, hier haben wir vom Kernstab noch das Stück, was wir rausgeschnitten haben. Ich mag schon die Klinge ist schon wieder stumpf hier und dadurch, dass ich mit dem am Kernstab ein bisschen rumgeschnibbelt habe. Das ist halt immer der Nachteil. So, machen wir einfach mal so ein bisschen dicker hier. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel ich da mache. Mal gucken. Also ein paar Ideen habe ich da schon. Denkt dran, immer aufpassen, dass euch nicht in den Finger schneidet. Irgendwie schmeiße ich heute wieder alles hier runter. Ah, die ist deutlich schärfer noch. Und dafür nimmt am besten immer eine schöne scharfe Klinge und passt natürlich auf, dass ihr euch dabei nicht in den Finger schneidet. Ah, ich glaube, das reicht. So. Tun wir das mal ein bisschen auf Seite. Hätte ich noch ein bisschen besser kleben müssen, da habe ich wieder ein bisschen rumgeschlammt. Aber wie gesagt, das ist immer, wenn man die Videos macht, ein bisschen blöd, wenn man dann da die ganze Zeit das festhält. Ein paar Stellen noch ein bisschen nachkleben. Aber alles kein Problem. Kriegen wir alles hin. So, bei der Länge kann man dann immer so schön am Stück das kleben noch. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go. So. Dann werden wir nämlich hingehen. Ich werde den Griff noch so ein bisschen unterteilen in 2 Abschnitte. Zwar hat das ein bisschen den Hintergrund, wenn er dann braucht er nicht immer so lange Lederstücke. Also ich sage jetzt mal so als kleiner Tipp. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, Lederstücke habt, die nicht mehr so lange schmale Streifen hergeben,
Dann geht er am besten hin und unterteilt die Griffe so ein bisschen. Man braucht dann nur noch für so ein Stück das Leder, also im schmalen Streifen, anstatt für das ganze Stück. Ne? Also nur so als kleiner Tipp am Rande. Weil die Häute geben ja mal so eine halbe Haut, also je nachdem, ich weiß ja nicht, wie viel er da benutzt. Aber im Normalfall kriegst du ja das kleinste ist ja meistens so eine halbe Haut. Und je mehr er davon ja abschneidet, umso kürzer werden dann zum Rand hin, weil das ja so ein bisschen schmaler dann immer wird. Und dann habt ihr halt nicht mehr ganz so lange Streifen und dadurch, wenn er dann hier so ein bisschen unterteilt, können wir halt dann trotzdem damit Griffe machen. Ups, und die dreht sich das immer so ein bisschen mit. So. Das schneiden wir mal wieder. Dann mache ich nur 2 Hilfslinien, damit man das dann besser sieht, wo man abschneiden muss. Anstatt dann, dass ich hier eine Seite so weit abschräge und dann das mache. Wie gesagt, das mache ich mal so, je nachdem, wie ich für angenehmer erachte. So. So sieht der Knauf jetzt aus. Ne? Wie gesagt, mal ein bisschen was anderes. Das ist natürlich dann auch noch wesentlich aufwendiger oder halt eine schlichtere Form nehmen können, je nachdem. So, jetzt haben wir das quasi. Jetzt machen wir hier an eine Seite Bleiband. Deshalb habe ich auch schon ein bisschen von dem Eisklebepatronen hier auf Seite, weil ich noch ein bisschen was brauche. So, lassen wir mal schauen. Da werden wir dann hingehen und machen hier in den unteren Teil rein. Gucken euch noch so ein bisschen. Machen wir bis ran. Dann schneide ich einfach hier, dann brauche ich nämlich keine Linie machen. Ich schneide hier einmal rund um den Ring so ein paar Millimeter tief ein. Müsst ihr mal gucken, je nachdem wie dick das Bleiband ist, was ihr da rein macht. Wie ihr seht, das sind schon ein paar Meter, die da drauf gehen, wenn ihr das vernünftig machen wollt. Und das Ganze ein bisschen langsam Gewicht kriegen soll. So, das Ende noch so ein bisschen verkleben. Kann man noch ein bisschen drüber gehen. Schadet auch nicht. So, dann haben wir das jetzt auch schon mal dran. Bleiband. Prinzipiell hätte ich auch hier reinmachen können. Ich habe jetzt einfach mal unten rein gemacht. Prinzipiell kann man natürlich auch komplett in beide Griffe reinmachen. Ja. Aber das sieht hier schon mal halbwegs gut aus. Wie ihr seht, ist schon so halbwegs ausgewogen. Jetzt machen wir noch ein Parier dran. Ich glaube, das ist 16 mm Matte. Ja, aber die passt so halbwegs. So, mal schauen. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken, ob wir hier irgendwo eine gerade Seite finden. Also ganz gerade ist sie nicht. Wir machen uns jetzt einfach hier mal so eine gerade Seite. So. Naja, wenigstens so halbwegs gerade. Jetzt müssen wir gucken, wie breit machen wir das. 2 cm. Oh. Ich glaube 2 cm ist gut. So. Ist nicht zu breit und nicht zu schmal. Ich glaube bei dem ersten jetzt kann man jetzt restaurieren, weil das läuft auch so um den Dreh rum, so Pi mal Daumen. So. Ja, sollte ungefähr hinhauen. Jetzt muss ich natürlich noch gucken. Das Ganze ist natürlich jetzt ein bisschen
Nicht ganz so, wie es eigentlich sein sollte, weil das ein paar Millimeter fehlen. Da kann man natürlich auch hingehen, wenn man ganz clever ist. Dadurch, dass ich die 2 cm genommen habe, nehme ich das jetzt einfach mal hochkant. Und dann passt das nämlich schon an die Dinger dran. Ja. So. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can. Was ihr natürlich auch machen könnt, je nachdem, dann noch Leder einkleben, wenn ihr das dann aus mehreren Schichten baut. Ich mache das jetzt so der Einfachheit halber aus dem Einer, also mit der 16er Matte, dann habt ihr einfach dann hochkant genommen. Beim Kleben jetzt könnt ihr natürlich auch noch so ein bisschen justieren, dass das nachher auch gerade ist. Statt Fliegengitter. So, mal gucken, wenn man ein bisschen mit dem Augenmaß arbeitet, dann geht das eigentlich auch ganz gut. Wichtig ist immer, dass ihr guckt, dass ihr so den Übergang relativ gut hinkriegt. Also hier so in die Ecke rein. Deshalb müsst ihr immer gucken, dass die Teile nicht zu breit sind. Sonst kriegt ihr das nämlich nicht vernünftig rein. Wenn er zu breit ist, habt ihr dann immer an den Seiten was überstehen. Da müsst ihr dann immer ein bisschen aufpassen, dass ihr das ungefähr so hinkriegt, dass das nachher auch von der Breite reinpasst. So, na gut, hier ist ein bisschen länger, weil ich hier noch ein bisschen drüber hätte gehen müssen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Das Ganze habe ich jetzt noch mal ein bisschen nachgeschliffen, hier überall an der Klinge. Das sieht jetzt soweit, würde ich mal sagen, ganz okay aus. Die Spitze ist jetzt auch so halbwegs ansehnlich. Dann gehen wir jetzt mal mit Heißluft füllen und glätten das Ganze noch. Das Ganze haben wir jetzt soweit geglättet. Lassen wir noch ein bisschen abkühlen. An ein paar Stellen, glaube ich, muss ich hier noch ein bisschen was nachkleben. Ich sehe hier gerade 1, 2 Stellen, die sind nicht ganz so optimal. Aber das ist jetzt nicht so das Problem. Das kriegen wir auch noch hin. So, gucken, ob ich hier noch so ein paar Mattenreststücke liegen habe. Ich glaube, das machen wir auch noch schnell drauf. Dann haben wir das Ganze nämlich vernünftig. Okay, das ist nicht gerade ganz so optimal, aber naja, mal gucken. Wir machen das jetzt einfach auch noch drauf, so der Vollständigkeit halber. Nur wir machen das diesmal nicht aus Leder, sondern direkt aus Matte. Kann man ja dann nachher noch so rot anmalen. So. Das Ganze kann man dann später dann halt in Rot machen und dann müsste das eigentlich ganz okay aussehen, denke ich. So. Ja. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist jetzt, würde ich mal sagen, soweit fertig. Soll ja an 1, 2 Stellen mal noch ein bisschen was nachkleben. Das ist immer hier auf so Kanten dann mit dem Heißkleber und dem Fliegengitter immer so ein bisschen knifflig. Aber so im Großen und Ganzen sieht das eigentlich schon ganz gut aus. Wie gesagt, 1, 2 Stellen muss ich noch ein bisschen nachkleben. Das ist immer, das sieht nachher nicht so schön aus, wenn das hier nicht so richtig anliegt und das so ein bisschen übersteht. Aber ich würde sagen, man kann es schon wieder gut erkennen, dass das Schwert wieder ist. Ja? Wie gesagt, ich würde jetzt nicht unbedingt hingehen und mir jedes Mal die Arbeit antun, weil im Endeffekt habt ihr, wenn ihr das komplett direkt neu baut, habt ihr das deutlich schneller gemacht. Das war jetzt nur, damit ich euch wenigstens ein bisschen was zeigen kann. Das war zum Beispiel, habe ich euch ja hier mit, wo ich das Teil hier dran gesetzt habe und das dann hier gerade gemacht habe, das könnt ihr dann quasi auch bei einer Spitze machen. Wenn ihr dann, sagen wir, oben die Spitze kaputt habt, schneidet ein bisschen weiter ab, macht den Kernstab frei, setzt erstmal die 10er Matte drauf. Natürlich ein gutes, also etwas breiter, wie das dann nachher wird. Und dann könnt ihr das dann auch so anpassen. Und dann die Klinge dann vorne in die Spitze schneiden und dann geht das eigentlich auch. So ein bisschen, was konnte ich euch ja Gott sei Dank erklären. Das Video ist auch mal wieder relativ lang geworden. Aber wenn man euch das vernünftig erklären will, muss es halt ab und zu mal sein.
dann hoffe ich mal, das ganze Video hat euch mal wieder gefallen. Dann sehen wir uns bei meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.